ihr wieder bei TuS Kochtour eingeschaltet habt. Heute gibt es bei uns Garnelen aus dem Ofen und gerade als Vorspeise lässt sich dieses Rezept auch schnell vorbereiten und ist auch recht einfach. Und nun zeige ich euch die Zutaten dazu, was ihr benötigt. Also ihr braucht dazu 400 Garnelen, die habe ich bereits geschält, entdarmt, habe aber den Schwanz dann noch dran gelassen. Dann braucht ihr gutes Olivenöl, 4 Knoblauchzehen, 2 Limetten, 2 Zitronengrasstangen, 2 Zwiebellauchstangen, 2 Chilis, dann habe ich einen halben Teelöffel Salz, etwas Pfeffer und einen halben Teelöffel Paprikapulver edelsüß. Als erstes werde ich jetzt die Ofenförmchen in den vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Ober-Unterhitze für 10 Minuten geben, damit die Förmchen einfach schön einmal heiß werden. Als nächstes werde ich jetzt die Knoblauchzehen, Chilis und Zitronengras dann fein hacken. So, und sobald ich jetzt auch fertig bin mit dem Zitronengras, fülle ich das Ganze um in eine Schüssel. Und jetzt werde ich dann meinen Zwiebellauch dann in feine, dünne Ringe schneiden. Jetzt bin ich fertig, auch mit dem Zwiebellauch. Und als nächstes werde ich dann meine Limetten dann auch in kleine Stücke schneiden. So, auch das werde ich jetzt in meine Schüssel geben. Und jetzt werde ich meine Garnelen noch mit Salz und Pfeffer marinieren. Gerade dazu. Mischt das gut. Und so stelle ich das auch kurz zur Seite. Und jetzt werde ich die Förmchen aus dem Backofen nehmen. So. So. Und jetzt werde ich das Olivenöl hineingeben. So. Dann gebe ich mir den Knoblauch hinein, verteile das dann. Hört ihr das schon? Es brutzelt so schön. Dann Chili. So. Als nächstes Zitronengras. Und zuletzt dann Paprikapulver. Verrührt es dann kurz. Und dann gebe ich die Garnelen oben drauf. So, bei mir passen gerade 3 Stück in das Schälchen rein. So gebe ich das dann auch rein. Dann gebe ich noch Olivenöl oben drauf, sodass die Garnelen bedeckt sind. So, dann gebe ich den Deckel oben drauf.
Und so gebe ich das nochmal in den Backofen, im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Ober-Unterhitze für ca. 10 Minuten. So, jetzt nehme ich die Deckel noch runter. Jetzt werde ich das Ganze noch mit Zwiebellauch garnieren. Und dann die Limette noch hineingeben. Ihr könnt das Ganze dann noch mit Baguette servieren. Probiert unbedingt das Rezept aus und ich würde mich freuen, wenn ihr auf Instagram mir Fotos schickt mit dem Hashtag TUSKochtour. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ich sage Tschüss auf TUSKochtour und bis zum nächsten Video. Tschüss! Richtig lecker. Probiert es unbedingt aus. Genauso wie ich es mir vorgestellt habe.